Moinsen und herzlich willkommen zu einem Firmware-vergleichenden Video. Ich hatte vor ein paar Monaten bereits einen ausführlichen Test der Bose QC35 gemacht. Das ist ja gemeinhin die Referenz für ANC-Kopfhörer, also Kopfhörer, die Active Noise Cancelling besitzen und damit den Schall, der so in der Umgebung umherschwirrt, mit Gegenschall unterdrücken und man so eine ruhige Umgebung hat, wo man arbeiten kann, zumindest unter den kleinen Muscheln auf den Ohren. Allerdings habe ich über die letzten Wochen so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das ANC kaputt ist bei meinen QC35. Und ich war schon kurz davor, die einzusenden zum Reparieren. Und mich hat per Zufall jemand auf Twitter darauf hingewiesen, dass es ein Firmware-Problem geben soll mit den QC35, was dazu führt, dass das ANC nicht so gut funktionieren soll, wie es vorher funktioniert hat. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, wollte ich gerne herausfinden. Und dieses Problem kocht sowohl auf Reddit als auch im Bose-Forum jetzt seit Mitte Januar hoch. Und die Bose-Leute hatten auch einen Firmware-Downgrade veröffentlicht. Betroffen sein soll laut Berichten in den Foren die 1.2.9, sowohl wie auch die 1.2.10. Und nicht betroffen sein soll die 1.0.6. Nur ist es aber so, dass wenn man dieses Downgrade durchführt, laut Berichten von Nutzern die ANC-Funktion weiterhin schwach bzw. gestört sein soll. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Downgrade durchführen, um zu testen, ob da wirklich was dran ist und wie man das Problem unter Umständen lösen kann. Ich habe mich mal durch das Forum von Bose durchgewühlt und zuerst hatten die Bose-Support-Mitarbeiter das ganze Problem so ein bisschen totgeschwiegen und die haben jetzt in den letzten Wochen aber ein bisschen Bemühungen unternommen, das zumindest nachvollziehen zu wollen. Und die schreiben im Forum, dass sie es aber noch nicht geschafft haben, nachzustellen, wie dieses Problem genau zustande kommt und wie man das Problem dementsprechend auch beheben kann. Und sie bitten halt Forennutzer, also die Bitte ist jetzt vom 7. März, Bose QC35, die betroffen sein sollen, einzuschicken, damit das denn nachgeprüft werden kann. Ich frage mich, warum Bose nicht selbst ein paar QC35 auf Lager hat, mit denen man das testen könnte. Denn betroffen sein sollen ja zumindest laut den Nutzerberichten alle QC35. Ich wollte der Sache jetzt aber auch auf den Grund gehen und ich will vor allem wieder funktionierende ANC-Kopfhörer haben, damit ich im Zug wieder ordentlich mich von der Umgebungsgeräuschkulisse so ein bisschen abkoppeln kann und meine Ruhe habe. Zumindest ist halt mein Gefühl, dass die ANC-Funktion nicht mehr so gut ist wie früher oder dass sie kaputt ist. So wirklich genau testen kann man es ja nicht, wenn man kein Vergleichsobjekt hat. Und es könnte natürlich auch sein, dass ein gewisser Gewöhnungseffekt einfach einsetzt und man sich an das ANC so sehr gewöhnt hat, dass man jetzt die kleinen Geräusche, die das ANC noch durchlässt, stärker wahrnimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Lösung ist folgende. Ich habe in den sauren Apfel gebissen und habe noch ein weiteres Paar, beziehungsweise es ist ja nur ein Kopfhörer, aber man sagt immer ein paar Ohrhörer. Egal, auf jeden Fall habe ich mir jetzt nochmal weitere QC35 besorgt und hoffe mal, dass hier die neueste Firmware-Version noch nicht drauf ist, sondern noch die alte Firmware-Version 1.0.6, sodass wir hier dann ein Exemplar haben, mit dem wir dann direkten Vergleich zu meinen QC35 vornehmen können. Die sind bereits auf der Firmware-Version 1.2.10. Und das Ganze werde ich dann in einem Zug entsprechend testen. Kurze Warnung für euch vorab, wenn ihr jetzt neue QC35 kauft. Laut Berichten in Rezensionen von Amazon liefert Amazon bereits die 1.2.9 aus, also auch eine betroffene Firmware-Version, sofern an dieser ganzen Buggeschichte überhaupt was dran ist. Ich würde sagen, wir packen jetzt mal kurz das neue Paar QC35 aus und gucken mal, was wir hier für eine Firmware haben, ob wir damit überhaupt was anfangen können. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Zug wieder, denn ich habe eine längere Fahrt nach Frankfurt vor mir, wo ich dann mal die beiden Kopfhörer gegeneinander vergleichen kann und gucken kann, ob sich hier zwischen den Firmware-Versionen wirklich was getan hat. Mein Paar ist bereits auf der 1.2.10. Ich habe jetzt hier nochmal kurz nachgeprüft, dass das auch richtig ist. Ist der Fall, dann schauen wir uns jetzt mal die neuen Kopfhörer an. Während ich jetzt hier die neuen Kopfhörer auspacke, sei noch kurz angemerkt, meine Kopfhörer hatten ursprünglich eine Version, die ich mir nicht gemerkt habe. Und ich hatte dann auf die 1.2.9 aktualisiert und da hatte ich sogar das Gefühl, dass das ANC sogar einen Ticken besser geworden ist. Aber jetzt vor ein paar Wochen weiß ich nicht genau, ob ich das Update auf 1.2.10 vorgenommen habe und ich danach halt das Gefühl hatte, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Oder ob das schon mit der 1.2.9 war. So richtig lässt sich das rückblickend nicht herausfinden. Jetzt koppel ich hier mal schnell die neuen Kopfhörer und dann können wir mal schauen, welche Firmware-Version dabei ist. Damit uns jetzt hier kein Firmware-Update untergejubelt wird, habe ich nochmal schnell das Telefon in den Flugmodus geschickt. Und wir hoffen mal, dass er jetzt hier nicht gleich anfängt, eine Firmware runterzuladen. Schnell oben aufs Einstellungsmenü, Produktdaten
Und ja, wir haben eine 1.0.6. Wunderbar, dann machen wir gleich mal den Test im Zug. Kommen wir zum praktischen Testteil. Ich habe jetzt beide Kopfhörer bereits verglichen im Büro und zu Hause. Zu Hause aus dem Grund, dass ich einfach meinen Fernseher habe laufen lassen und geschaut habe, wie sehr Dialoge herausgefiltert werden. Und bisher ist es so, dass die Kopfhörer, was die Leistung vom Active Noise Cancelling betrifft, identisch sind, aber die neuen Kopfhörer, die also die alte Firmware-Version haben, also die 1.0.6, die habe ich hier mal markiert mit einem Aufkleber hier und einem Aufkleber da, dass ihr im Video auch erkennen könnt, welche ich aufhab. Da drückt das Active Noise Cancelling ein bisschen mehr auf den Ohren als bei der neuen Firmware-Version auf meinen alten Kopfhörern, also der 1.2.10 respektive vorher 1.2.9. Ich meine nicht das Rauschen, was das Active Noise Cancelling von sich aus produziert. Das Active Noise Cancelling macht ja so ein gewisses weißes Rauschen. Aber hier geht es vielmehr um dieses Druckgefühl auf den Ohren. Das ist einfach stärker bei der alten Firmware. Aber die Leistung vom Active Noise Cancelling, die ist wie gesagt eigentlich identisch. Ich konnte da jetzt keinen Unterschied heraushören. Ich werde jetzt hier im Zug nochmal testen und ich werde wieder das Mikrofon mit unter die Ohrmuscheln drunter legen. Ich weiß nicht, ob man nachher im Video dann einen Vergleich raushören kann, aber ich möchte euch einfach die Möglichkeit geben, das nochmal zu überprüfen und ich werde auch nachher in der Videoschnittsoftware nochmal gucken, wie hoch der Pegel ist. Das ist ja nochmal ein besserer Indikator als das, was man jetzt subjektiv aufgenommen in der Videoschnittsoftware bearbeitet, so wie YouTube gerendert und dann bei euch irgendwie angeschaut zum Vergleich hat. Battery 100%. Connected to IPv6S Plus. Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber und diesen Themen. Hackerbaukasten. WikiLeaks deckt alte Angriffstechniken bei der CIA auf. Battery 100%. Connected to IPv6S Plus. Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber und diesen Themen. Hackerbaukasten. WikiLeaks deckt alte Angriffstechniken bei der CIA auf. Nulllösung. Gute 2 Stunden habe ich jetzt beide Kopfhörer immer wieder miteinander verglichen und um den Vorurteilseffekt zu vermeiden, habe ich die Kopfhörer auch blind aufgesetzt, also mit geschlossenen Augen und habe dann erst nach meinem Test gefühlt hier, ob der Kreppstreifen da ist. Der Kreppstreifen kennzeichnet ja hier die Version 1.0.6 und ich konnte keinen Unterschied bei der Effektivität des Active Noise Cancellings heraushören. Gleichwohl habe ich einen Unterschied gefunden, und zwar dieser Drückeffekt, also das ANC-Drücken auf den Ohren, dieser Glasglockeneffekt oder dieses Gefühl der Abschottung ist bei der 1.0.6 stärker ausgeprägt. Ich vermute, dass deshalb die Leute in den Foren vermuten, dass es ein Problem mit dem ANC gibt, weil dieser Glasglockeneffekt sehr stark reduziert wurde. Das ist zumindest meine persönliche Empfindung. Jetzt ist es ja immer auch subjektiv, ob man dieses ANC-Drücken überhaupt empfindet oder nicht. Für euch bedeutet das, wenn ihr die Kopfhörer habt und ihr habt die 1.0.6 drauf und ihr mögt diesen Abschottungseffekt, also dieses drückende Gefühl auf den Ohren, behaltet die 1.0.6. Diejenigen von euch, die halt sagen, dieses ANC-Drücken stört mich, aber ich möchte die Effektivität gleichwohl bewahren. Ich denke, für euch spricht nichts dagegen, auf die 1.2.9 oder die 1.2.10 zu updaten. Das ist jetzt aber auch alles eine sehr persönliche Hörerfahrung von mir. Es kann sein, dass andere Leute das anders empfinden. Ich habe jetzt hier keinen großen Vergleichstest mit mehreren Leuten gemacht und ich habe es auch nicht im Flugzeug testen können. Ich habe jetzt hier nur im Bus
zu Hause, im Büro und hier in der Bahn den Vergleich gezogen. Aber wie gesagt, meine Empfindung ist, das Firmware-Update ist nicht schädlich, zumindest hier bei meinem Paar ist es nicht so. Die Frage bleibt allerdings abschließend, warum hatte ich die Vermutung, dass meine Kopfhörer defekt sind? Ich habe das Gefühl, dass man hier sehr stark sich an dieses ANC gewöhnt und dann, wenn man sich an das ANC gewöhnt hat, die geringen Geräusche, die von außen noch durchkommen, als sehr störend empfindet und daher vermutet, dass das ANC irgendwie kaputt gegangen sein muss bei den eigenen Kopfhörern. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe für mich, dass ich halt gedacht habe, dass die Kopfhörer kaputt sind. Und auch dafür, dass halt in den Foren die Leute alle hochkochen, dass sie halt sagen, die hören sich nicht mehr so an wie früher, als ich sie ausgepackt habe. Da muss sich irgendwas verschlechtert haben. Und wenn es ein Firmware-Upgrade gibt und irgendwer behauptet das, denke ich mal, dass alle nacheinander behaupten, okay, dann wird das an diesem Firmware-Update liegen. Und dazu kommt ja halt noch der verstärkende Effekt, dass das Firmware-Update anscheinend diesen Druck ein bisschen von den Ohren nimmt, obwohl die Effektivität gleich bleibt. Ich hoffe, dass das Video für euch hilfreich war. Wenn noch Fragen sind, die ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Wenn es irgendwelche neuen Entwicklungen gibt zu dieser ganzen Firmware-Geschichte, ich werde das nicht ewig verfolgen, schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Ist für mich natürlich auch spannend, ob ich jetzt auf meinen 2 Kopfhörern, die ich habe, jeweils so oder so ein Firmware-Update installiere. Ich werde ja die 1.0.6 auch dauerhaft behalten, um dann auch später eine Referenz zum Vergleich zu haben. Ich werde dann nur den bereits geupdateten Kopfhörer weiter updaten. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat, hilfreich war und sage bis zum nächsten Video.